Wir fahren heute nach Berlin. Da ist die Boot in Pfannen die nächsten Tage. Komm, fahren wir noch eine Runde. Los, trau dich. Ich sag, hier steppt der Berlin. Hier steppt der Berlin. Und das ist die Baunummer 3 von 1933. Mir ist das absolut Wichtigste, dass das Boot schnell wieder ins Wasser kommt und segelt, weil da gehört es hin. Wir fahren heute nach Berlin. Da ist die Boot in Pfannen die nächsten Tage und da wollen wir uns ein bisschen umgucken. Zum einen für Ausstattungsbestandteile fürs Boot. Wir sind ja gerade am Ausstatten und dann, ja klar, Leute kennenlernen, gucken, Spaß haben. Und was erwartet uns? Was Minus 2 Grad. Ach so, Glatteis. Ja. Stimmt, Schnee. Glatteis und minus 2 Grad. Wir hatten gestern noch schön in der Sonne gesessen, gestern Mittag im Cockpit, im T-Shirt und haben einen Kaffee getrunken, also windgeschützt, aber trotzdem. Und das wird ein Schock heute. Zurückfliegen. Ich bleibe einfach sitzen, er fliegt bestimmt wieder zurück gleich. Tachchen. Was hast du vorbereitet? Was? Ich habe nichts vorbereitet. Guten Tag. Guten Tag, Tachchen. Wir sind in Berlin. Es ist kalt, wie man sehen kann. Ja, es ist total Schnee. verschneit und glatt und ein leichter Schock für uns. Ja, mir ist so kalt. Wir sind an andere Temperaturen gewöhnt. Wir stehen jetzt hier vor der Messe. Wir stellen fest, es ist keiner da außer uns. Mal sehen, was der erste Eindruck ist. Wir gehen jetzt mal rein. Genau, wir lassen uns mal überraschen. Das ist ganz schön leer. Aber es ist auch, ich glaube, Donnerstag, ne? Ja, Donnerstag, also Wochenende wird es mehr. Da sind 2, 3 Vorträge, die wir uns anschauen wollen. Anna und Marlin wollen wir mal vorbeigucken und Radio Pelicano, die wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. Und heute schauen wir mal, dass wir vielleicht mit ein paar Leuten sprechen können über Solar, Elektrik. Also eher technische Themen heute für technische Projekte. Wir sind ja am Ausstatten von dem neuen Boot und da haben wir auch Themen. Nimmst du mich mit? Kein Problem. Hast du gesehen, hier sind die Promptons, wie wir auch haben. Und da drüben ist das E-Modell. Kommst du? Das ist wie unseres. Nur das hier vorne drauf. Das ist der E-Motor mit verschiedenen Gängen. Ansonsten sieht es aus wie unseres. Gleiche Kurs, ist cool, ne? Probefahren? Ja. Nur im ersten Gang gefahren. Das ist unglaublich, wie das anzieht. Das war nur der erste, ich dachte, du wärst schon höher gegangen. Nein, das ist nur der erste Gang. So, jetzt will ich es wissen, 3. Gang.
So, jetzt du. Hast du es jetzt? Ja. Kaufst du mir so ein Fahrrad? Fährt ein bisschen besser als unseres. Ach nee. Cool. Das ist ganz cool. Das ist hier ein Wing vom Wingsurfing. Und ich hatte mich vorhin schlau gemacht, mir fehlt noch eine Sportart. Und das kann man im Prinzip erstmal mit einem Sub probieren. Und einen Sub haben wir ja. Und ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit. Oder was meinst du? Wäre das was für mich? Ich finde das super. Das ist was für mich. Gut. Und jetzt? Punkt 1. Einfach mal reinsteigen, ich halte fest. Trau dich. Das geht aber. Oder hältst du viel gerade? Nee, so, einmal nach hinten rutschen, gucken, dass er mittig sitzt. So, ich muss mal kurz ins Video rein hier. Zack. Hier ist dein Paddel. Ich drehe dich noch immer kurz. Na dann. Ich glaube Bescheid. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich habe ja deiner Frau erklärt, ja, wenn du einen Zap oder einen Aufblas oder so ein Aufblasboot hast, bist du über der Wasserkante. Ja. Hier bei dem Boot bist du quasi, hier ist die Wasserkante, hier ist dein Po. Ja. Und auf der Wasserkante, auf der Wasserlinie, ist immer dein Hüftgelenk. Deswegen hast du nämlich genau das, dass du, sobald deine Hüfte eine Bewegung macht, Ja. reagiert das Boot darauf. Ja? Komm, fahr mal noch eine Runde. Los. Trau dich. Alle immer umdrehen. Genau. Und jetzt entspannt. Immer nach vorne gucken, nicht? Ja, ist wie beim Autofahren. Blickrichtung ist Fahrrichtung. Der zittert sich ja eine ab. Last auf der. Warte, ich stelle mich auf die Treppe. Alles gut. Und jetzt auf die Treppe. Perfekt. Danke, Daniel. Gerne, gerne. Ja, und schicke Sachen. Ja, wirklich. Ist eine Augenweide. Ich war ja gerade mit dem Boot hier unterwegs. Und was mir halt echt gut gefällt, das ist ein faltbares Konzept. Hat innen so eine Art Kartonstruktur aus Kunststoff und außen drauf ist eine Haut aus EPDM. Das kennt man so aus dem Fahrzeugbau für die Türdichtungen zum Beispiel. Also alles, was jahrzehntelang in der Sonne halten muss. Und hat einen Alurahmen innen und ist im Prinzip ein Knickspann. Das heißt, der hat hier auch Schrägen und ist nicht unten rund und dadurch ist er relativ stabil, wenn du ein bisschen zur Seite gehst. Steuerst du über die Hüfte, über die Hüftbewegung und ist echt total schnell. Also ich war jetzt ziemlich unsicher auf dem Wasser, weil draußen ist es extrem kalt und ich wollte halt nicht riskieren, dass ich mit nasser Kleidung dann draußen unterwegs bin. Aber mit ein bisschen Übung ist das ein großartiges Gefährt. Wo kommt das her?
ist in Deutschland gefertigt. Der Daniel, der das entwickelt hat und auch selber fertigt, der hat uns das gerade ausführlich erklärt, ist komplett in Deutschland gefertigt und von ihm entwickelt und er fertigt das auch alles selbst. Wir gehen jetzt zu Ferro Berlin. Ferro Berlin hat mich immer beraten, was Elektro angeht. Und ja, jetzt geht es ja wieder an die Neuausrüstung. Lithium nehmen wir ja mit rüber vom alten Boot, aber ich will die Elektrik ein bisschen anders aufsetzen. Deswegen brauche ich neue Bestandteile, es gibt neue Produkte und ich habe natürlich jede Menge Fragen. Hoffen wir, dass Zeit haben. Das Mini-BMS habe ich jetzt rausgenommen und habe es ersetzt durch den Zähler. Ach so. Aber im neuen Boot wird es anders. Die Lichtmaschine und der Weltteile. Dann gibt es hier so ein Adapter sozusagen, was von diesem VW-Bus auf eine Einzelheit Ich habe ihn jetzt mit Fragen bombardiert. Hat er 1000 Fragen. Ich habe das ja jetzt schon mal gemacht mit dem Boot. Will es diesmal noch mal besser machen und ausfallsicherer machen. Und ja, über die letzten Jahre sind halt ganz viele Fragen dazugekommen und deswegen war das extrem hilfreich. Die machen immer eine super Beratung, die von Ferro Berlin. Erklärst du das alles mal irgendwann noch? Ja, das erkläre ich gerne nochmal. Ich hab Hunger. Du hast immer Hunger. Was denn? Was denn? Sag nochmal. Ich sag, hier steppt der Berlin. Hier steppt der Berlin. Also wenn man hier auf die Boot in Pfann gehen möchte und ein bisschen Zeit, also sich mit den Leuten unterhalten möchte, dann am besten unter der Woche. So wie heute. Donnerstag, da ist nämlich niemand da. Außer wir. Es ist immer noch kalt in Berlin. Heute ist der zweite Tag. Wir versuchen es nochmal. Der erste war ja ein bisschen ruhiger. Ja, jetzt lassen wir uns mal überraschen, was alles auf uns zukommt. Es sind ein paar Vorträge, wo wir mal vorbeischauen möchten und mal sehen, was heute ist. Ist irgendwie, die Messe ist am Wochenende erweitert mit Angelwelt und Travel irgendwas und Caravan noch. Mal sehen, wir schauen mal. Ich will rein, es ist kalt. Machen wir. Gut. Na, sag mal, wo wollen wir denn hin? Ja, wir gehen jetzt zur Vortragshalle, Vortragsstand. Da ist jetzt gleich, ich glaube zuerst sind Anna und Marlin da, ne? Und dann ist Radio Pelicano, also 7 Farben blau. Das wollen wir mal gucken. Schauen wir uns mal an. Zeitpunkt auf eBay einfach geschaut, wie teuer Wohnmobile sind und wie teuer Boote sind. Und Boote waren deutlich günstiger zu der Zeit, das ist jetzt aber auch schon 4 Jahre her. Dann haben wir uns das erste Boot auf eBay gekauft, das hat 1000 € gekostet. Am Ende haben wir auch noch erfahren, warum, aber das hat uns der Käufer zu dem Zeitpunkt leider noch nicht gesagt. Ja, und dann haben wir das gekauft. Das Wichtigste ist, dass ihr loskommt. Und in Europa habt ihr noch sehr, sehr viele Marinas, sehr, sehr viele Häfen, wo ihr euch langsam an das Thema herantasten könnt, wo ihr einfach mal auch auf das Wetter warten könnt und dann einfach mit einem guten Wetterfenster losfahren könnt, wo ihr noch nachbessern könnt am Boot, weil die großen Versender in Deutschland, die versenden ja europaweit. Swing
Also ich habe gerade noch mal die Ansage gekriegt von Arne. Arne sind wir gerade in die Arme gelaufen. Ich soll jetzt sagen, es ist der 30 Quadratmeter Einheitskreuzer. Wir haben ein wunderschönes Schiff von Arne. Arne ist der Eigner. Erzähl uns ein bisschen was darüber, bitte. Ja, hallo zusammen. Also hier, das Boot heißt tatsächlich so, das wurde 1932 konstruiert und als 30 Quadratmeter Einheitskreuzer des DSV eingereicht und sollte eine neue Klasse bilden. Hat es auch getan, aber niemand sagt das. Alle nennen das Boot einen Viertenskreuzer. Der Karl Viertens hat das in Winning an der Schlei konstruiert und auch gebaut in seiner Werft, ungefähr 25 Stück. Und das ist die Baunummer 3 von 1933 und die habe ich 2011 von der Familie Dirks erworben und das Boot war zu dem Zeitpunkt ca. 80 Jahre lang in einer Familie und ist viele Sommer in Dänemark gesegelt worden auf der Ostsee und war dann in den 70er Jahren mit GFK überzogen worden und da hat man eine neue Kajüte draufgesetzt und so weiter. Und ich habe dieses Boot übernommen und habe als Bootsbauer dann angefangen, das Boot wieder komplett zu restaurieren. Und heute stehen wir hier in einem praktischen Neubau. An dem Boot sind nur noch die Freibordplanken original, alle Steven, Vorsteven, Achtersteven, Holzkiel, alle Spanten, alle Bodenwrangen, alle Decksbalken sind komplett neu und der Charakter des Bootes ist noch vorhanden, denn das, was man beim Segeln sieht, das sind die Freibordplanken, das ist das Originalboot, aber jetzt hat man eben ein komplett restauriertes Boot. Das Boot hast du erworben, du wolltest das restaurieren für dich selbst? Genau, eigentlich suchte ich ein Boot zum Segeln und dann habe ich die eine Sache angefangen. Ich wollte eigentlich ein neues Deck legen und dann habe ich eigentlich diesen sehr, sehr schlimmen Zustand des Bootes erst richtig einschätzen können. Und dann sind über viele Jahre immer wieder Entscheidungen gekommen. Muss ich das jetzt auch ersetzen? Und irgendwann ist man dann so, dass man sagt, ich will jetzt kein altes Teil mehr, ich will jetzt keinen Gammel mehr haben, jetzt wird es richtig gemacht. Und ich habe da 3.500 Stunden Arbeit reingesteckt. Das sind jetzt 10 Jahre vergangen. Und ich kann mir das jetzt, ich habe jetzt keine Zeit mehr, um das selber zu Ende zu führen. Und jetzt suche ich einen Nachfolger für das Boot, einen Nachfolger, der das Projekt übernimmt, der das mit vielleicht der gleichen Liebe weiterführt, wie ich das gemacht habe. Und mir ist das absolut Wichtigste, dass das Boot schnell wieder ins Wasser kommt und segelt, weil da gehört es hin. Das ist ein wunderschönes Schiff. Was ich aus meinen Tischleraugen so sehen kann, ist wirklich super sorgfältig von dir gemacht, Arne. Also wer Interesse hat, ganz, ganz tolles Boot, kann ich nur empfehlen. Es gehören noch Sachen zu dem Boot dazu, ne? Also Materialien. Ja, genau. Also ich habe alle Materialien für das Boot schon gekauft. Die sind alle schon da. Das Deck ist schon zugeschnitten. Das Deck ist schon lackiert von unten. Okay. Es ist nur noch nicht aufgesetzt worden, weil wir erst die Innenausbauten fertig machen wollen, bevor man dann das Boot schließt. Die Kajüteaufbauten sind schon fertig. Die Schotten sind schon fertig, Materialien für das Ruderblatt sind da. Also es gibt praktisch einen vollständigen Baukasten, um das Boot fertig zu bauen. Es gibt auch eine umfangreiche Dokumentation. Arne hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Wir machen das unten dann in die Beschreibung vom Video mit rein. Ich wünsche dir, dass du einen tollen, würdigen Nachfolger dafür findest, der es mit genauso viel Liebe, wie du das gemacht hast, dann noch weiterführt. Das wäre schön, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Dance with me.
Wir haben jetzt ein neues Dingi gefunden. Geht klar. Allerdings ziehen wir nicht das hinter unserem Boot her, sondern mit dem ziehen wir unser Boot. So, das war die diesjährige Boat and Fun. Wir sind auf den letzten Metern zum Ausgang. Was ist denn dein Fazit? Keins! Ja, also es ist eine überschaubare Messe. Es ist eher unterhalten als Informieren. Ja, informieren. Es ist deutlich weniger Informationen bekommen, als wir gedacht haben. Wir haben viele tolle Leute getroffen, haben uns schöne Vorträge angeguckt, haben mit Menschen gesprochen und das war schön. Aber tatsächlich für Informationen und so weiter ist dann doch die Boot in Düsseldorf besser. Ja, das stimmt. Also ja. Für mich das absolute Highlight war tatsächlich Arne mit seinem schönen alten Boot. Das war wunderschön und der Vortrag auch von den beiden von 7 Farben Blau fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja, das war's. Das war's. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir gehen nach Hause, raus in die Kälte und bleibt uns treu. Schön, dass ihr bis hier dabei wart. Abonniert und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, tschüss. Tschüss.